ich möchte heute mal nicht mit Struktur arbeiten, aber trotzdem nochmal das Marmorieren aufgreifen und das Ganze ein bisschen anders machen. Also probieren wir hier mal wieder ein bisschen was aus. Ich nehme trotzdem das große Palettenmesser. Das kennt ihr ja von den letzten Malen. Und jetzt bin ich auf den Effekt gespannt. Mal gucken, ob das so funktioniert. Aber du siehst schon, die Farben kann man toll ineinander wischen und dabei entsteht ein Muster. Ganz leicht drüber streichen oder auch nochmal so ein bisschen kräftiger drüber ziehen. Genau, und jetzt habe ich voll den Marmoreffekt. Also das ist wie so eine Maserung auch vom Holz oder so, das ist ein schöner Effekt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen viel Farbe drauf. Also ich brauche ein bisschen mehr Farbe dafür, aber ich kann die ja einfach wieder einsammeln. Also die kannst du einfach wieder in dein Schälchen geben. Aber auch mal über die Kante rüber. Ja, jetzt ist natürlich da drüber gerutscht, aber es macht ja nichts. Die kannst du auch so wieder einsammeln. Musst deinen Tisch gut abdecken, auf jeden Fall. Das hat doch schon mal gut geklappt, würde ich mal sagen. Also es sind viele schöne Effekte entstanden und ich kann es auch wieder abdecken oder ja, noch ein bisschen verteilen hier. Und ja, jetzt ist das für mich schon so ein Sandstrand und das erinnert mich natürlich ans Meer, aber daran habe ich auch schon vorher gedacht. Also ich wollte unbedingt ein bisschen mehr, eine Meerbrise haben. Schöne Türkis- und Grüntöne, ein paar Blautöne vielleicht. Mal gucken. Ja. Mache ich hier erstmal noch mal kurz den Tisch sauber. In der Zwischenzeit kann die Farbe antrocknen. Also kannst du dir auch Zeit lassen jetzt. Das ist ja schon mal toll, damit überhaupt so zu spielen und gucken, was so passiert, finde ich. Und Kaffee trinken, auch erstmal gut. Der erste Schritt ist ja schon getan und jetzt gucken wir mal, wie das weitergehen kann. Du siehst, du kannst ja richtig schöne Effekte rausholen. Es hat halt was von Strand und ja, geht ganz einfach. Also ist für jeden was. Einfach ausprobieren. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich probiere einfach ein paar Farben aus, ein paar Werkzeuge. Man sieht ja, man kann mit dem Pinsel ja nur bedingt arbeiten. Deswegen sind die Werkzeuge immer ganz gut. Oh, da ist es endlich. Das wollte ich eigentlich sehen. Also Türkis ist halt ganz schön und das kann ich jetzt hier irgendwie mit einbinden. Ich trage es einfach erstmal auf. Hier ist es ein bisschen flüssiger, das kann ich auch einfach raufkippen. Es muss ja irgendwie, muss es ja rauf. Eher unterschiedliche Farbe, ganz flüssige, ganz dicke Farbe. Und darüber gucken wir uns auch mal den Effekt an. Also einfach erstmal alles rauf, gar nicht nachdenken, einfach machen, ein bisschen dazwischen tropfen. Ich kann die eben auch anders dosieren, also je nachdem, was ich ja für wo meine Farbe drin ist. Ich habe hier so verschiedene Farbtöne, aber den nehme ich jetzt nicht mehr. Es wird ja sonst echt zu viel. Aber mal gucken. Jetzt kann man es so schön ineinander ziehen. Wieder sehr meditativ. Also ich tauche hier sofort ab. Ist voll schön, damit so zu spielen, so ja die Farbe so hin und her zu schieben. Das ist einfach ja sehr entspannt. Jetzt kann ich auch mal so ein bisschen quer verteilen. Ich nehme ja immer wieder Farbe auf und gebe sie wieder ab. Also da kann man gucken, dass man die Werkzeuge so zwischendurch ein bisschen sauber macht. Dann kriegt man die reinen Farbtöne, aber ich mische hier auch ganz gerne und gucke einfach, ja, was so entsteht.
Ja, herrlich. Also es ist schon wie am Strand spazieren zu gehen. Und jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Türkis. Hier ist noch so ein Rest drin. Den kriege ich jetzt hier gar nicht so raus. Das ist natürlich auch mal ein Problem, die Farbe aus dem Schälchen zu kriegen. Aber so geht es ja ganz gut. Und so kann ich noch mal so ein Highlight draufsetzen. Ich gebe doch noch mal ein bisschen Weiß hier dazu. Ich auch so schöne, helle Türkistöne noch mal mit rein. Hier noch mal so ein bisschen mit dem Pinsel vorarbeiten. Das ist ja eigentlich immer so ein Vorarbeiten mit dem Pinsel. Ja, das kann jetzt ruhig da weiterlaufen und auch ruhig so ein bisschen hier rüber, dann kann ich das noch mal ein bisschen besser ineinander verstreichen. Sieht auch wieder aus wie so eine Blume, wenn wir hier jetzt noch so einen Stiel runterziehen. Hier so am Boden ist noch ein bisschen Farbe. Die muss ich hier noch irgendwie lösen. Ein bisschen. Wow. Ja, das sind schöne Effekte jetzt. Es kann da so ineinander laufen. Ja, immer wieder auch das Werkzeug sauber machen zwischendurch. Ja, da oben, der Farbton kann noch ein bisschen mehr in diesen Sandfarben gehen. Noch ein bisschen den Sandton noch mal wieder draufziehen. Jetzt müsste ich es dann aber auch langsam mal trocknen lassen. Bald kann ich hier gar nichts mehr machen. Ja, oder hier oben, naja, da müsste eher weiß hin. Also nicht jetzt mit dem Beige da wieder drauf.
wie schön. Jetzt ist richtig die Sonne rausgekommen. Jetzt leuchten die Farben nochmal richtig toll. Und ja, viel ist schon angetrocknet, manches ist noch sehr nass und es sind tolle Farbtöne entstanden, also auch so schöne Goldtöne, obwohl ich ja kein Gold verwendet habe. Aber es sieht dann halt auch aus wie Gold, weil sich das so schön vermischt hier. Also eine schöne Strandlandschaft, würde ich mal sagen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also es ist sehr, sehr meditativ. Es ist sehr zum Entspannen, zum Runterkommen, je nachdem, wofür man so malen will. Und ja, jetzt bist du dran. Jetzt musst du an deinen Leinwand gehen. Bitte, bitte mach das. Also nimm einfach ein paar Farben, misch die so ein bisschen zusammen und dann einfach machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich immer voll. Ihr seid nämlich tatsächlich schon immer irgendwie hier dabei. So kannst du in der Technik ganz meditativ arbeiten, also ganz entspannt. Du kannst immer wieder darüber gehen, du kannst es verschmieren, wenn du willst, und kannst danach trotzdem nochmal wieder Akzente draufsetzen. Also so kannst du ganz unterschiedlich ja auch arbeiten. Und ich finde, das Schöne an dieser Arbeit ist auch einfach dieses entspannte Arbeiten, also ganz entspannt, ganz in Ruhe, holst du so deine Erholung auf die Leinwand, deinen Meerurlaub, kannst du einfach direkt zu Hause ausleben und dann einfach die Weite spüren, einfach so die Entspannung fühlen, also das, was das so mit dir macht, die Farben machen was mit dir, die Werkzeuge, also es bewirkt ja sehr, sehr viel und deswegen finde ich immer, Malen ist wie ein Urlaub. Ganz kurz, ganz viel Erholung. Also mach das einfach, greif zu deinen Farben und leg jetzt los. Also schön, dass du hier bist. Danke für dein Like, danke für dein Abo, vielen, vielen Dank für deinen lieben Kommentar und jetzt ran ans Malen. Mach's gut, tschüss.